Ihr Lieben, Omar Tassat. Einen wunderschönen Abend wünschen wir euch. Sehr schön, dass wir uns wieder eingefunden haben zu diesem ersten Dienstag. Ja, ihr Lieben, wie immer begrüßen wir alle die und wir kriegen so oft so schöne E-Mails. Ich möchte auch mal sagen, wo dann plötzlich Leute, die wir schon so lange kennen, mit denen wir schon so lange auf dem Weg sind und so lange nichts mehr von ihnen gehört haben und mal eine E-Mail schreiben, ich bin immer dabei beim ersten Dienstag. Sehr wärmt natürlich, ich lese dann der Adamea vor meistens und unser Herz sehr. Und es sind auch immer wieder viele neue dabei. Die meisten, Die schreiben auch. Letztes Mal haben sie im Chat geschrieben, ich bin übrigens das erste Mal dabei. Genau. ja genau, Also freut uns eben auch. das freut uns auch sehr und die begrüßen wir auch euch aus ganzem Herzen. Und das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht, aber wir haben gesagt, heute mache ich das mal wieder, eine kleine technische Einweisung geben, weil es dann immer wieder auch im Chat Fragen gibt, ich komme nicht rein und bei mir läuft der Stream nicht und so. Ich erkläre es nochmal, muss man von Zeit zu Zeit einfach machen, dann seid auch ihr entspannter. Also wir würden ja sehen, wenn bei uns was nicht stimmt. Dann versuchen wir darauf zu reagieren. Aber das ist bis jetzt so noch nie vorgekommen, außer mal einmal Komplettausfall. Das wissen viele von euch. Aber ansonsten läuft der Stream stabil. Wenn er jetzt bei dir am Bildschirm abreißt, zum Beispiel, dann dreht da so ein Kreis und steht vielleicht im Moment kein Livestream, dann ist Folgendes zu tun. Dann tust du deinen Internetbrowser aktualisieren. Wer eine Tastatur hat, Taste F5 oder einfach diesen runden Pfeil drücken, gell? Browser refreshen, wie immer man es auch nennt, und dann wieder auf Play drücken am Player, dann läuft es auch wieder. Wenn das öfter passiert, wenn du vielleicht keine so stabile Internetverbindung hast, hast du die Möglichkeit, unten beim Player so ein Zahnrad, da drauf zu klicken und die Wiedergabequalität ein bisschen runterzusetzen. Also dann brauchst du nicht so viel Daten und dann ist in der Regel die Verbindung auch stabil. Oder ins Kinderzimmer schauen, Das ist immer dein Ding. Ob ob da, jemand sonst noch einen Livestream oder einen Stream oder laufen beim hat. Zocken ist. Genau. Genau. Okay, ihr Lieben, dann setzen wir uns mal. Ja, ich beginne mal mit etwas euch zu erzählen. Das ist jetzt gerade aktuell und ist wichtig. Viele von euch sind ja auch mit uns über Facebook, über unsere Facebook-Gruppe verbunden und wir stellen auch jedes Monat immer 2 Tage vom ersten Dienstag die Ankündigung rein und welches Thema das es geht, welches Channeling. Und wenn dann die Aufzeichnung ein paar Tage später fertig ist, dann stellen wir das dort auch wieder ein. Mein persönlicher Facebook-Account ist seit 2 Tagen gesperrt. Und ich war einfach zu aktiv. Und das prüfen ja nicht Menschen, sondern das prüft die KI. Und dann gibt es erstmal eine Sperre. Und ich bin jetzt da dran zu schauen, dass diese Sperre wieder aufgehoben wird. Und, aber man weiß es nie. Es könnte theoretisch passieren, dass mein Account einfach gelöscht wird. Also ihr dürft wirklich alle die Daumen drücken, dass das nicht passiert, weil wenn das passiert, dann ist nicht nur mein privater Account weg, den ihr ja auch bei Facebook habt, sondern es ist auch die Jellison-Seite auf Facebook weg und auch die Gruppe. Und das wahrscheinlich dann ohne Vorwarnung, plötzlich ist die Gruppe nicht mehr da. Das könnte theoretisch passieren und deswegen wollten wir euch das heute mitteilen, wer immer seine Informationen über die Ja, ja. Facebook-Gruppe bezieht, auch für den ersten Dienstag. Wir haben euch hier unterm Player-Fenster auf Television 11 gleich drunter eingerichtet, wo steht, trag dich hier in den Jellison Lichtboten ein, also unser Newsletter, natürlich kostenfrei, aber über den machen wir das Gleiche. Wir informieren 2 Tage vorher,
dass wieder der erste Dienstag ansteht, welches Thema und auch immer, wenn die Aufzeichnung dann auf dem YouTube-Kanal live ist. Also würde ich, wenn du sagst, du möchtest da mit uns verbunden bleiben und dass das sicher so bleibt und du bist noch nicht eingetragen beim Chalice und Lichtboten, dann trag dich doch bitte dort ein und dann, egal was da passiert auf Facebook, dann bleiben wir trotzdem weiter verbunden und können euch informieren. So schaut's aus. Genau. So viel Wir zum Thema wünschen uns Freiheit. natürlich das Beste, genau. Wir wünschen uns das Beste, aber gleichwohl wollten wir jetzt diese Gelegenheit nutzen, das einfach anzusprechen, dass falls das passieren sollte, nicht einfach nur eine Überraschung da ist, aber ihr vielleicht sogar wisst, weshalb das jetzt passiert ist. Ja. Und Das zum Thema Freiheit, ja, genau. ja, und ist auch ganz lustig, also einfach so ein bisschen geplaudert, aber die wollen dann einen Ausweis, ein Foto vom Ausweis und da steht halt André Meyer und da steht übrigens sogar, ich offenbare euch was, da steht Josef André Meyer. Das ist nämlich mein vollständiger Name. Und in der Kindheit wurde ich immer, da war ich der Sepp, der Peppi und so. Und irgendwann, ist einfach ein persönliches Nähkästchen, gell? Irgendwann bei meinem allerersten spirituellen Seminar, wo ich war, haben wir uns gegenseitig besungen mit unseren Namen. Und damals haben alle Beppo zu mir gesagt. Und dann alle so irgendwie, ich weiß nicht, das passt, irgendwie ist das schon komisch und so, gell? Also irgendwie, und ich so, ja, aber ich heiße auch André. André. Und dann haben alle mich mit André besungen und es hat super geklungen. Es hat mir auch sehr schön gefallen, super gefallen. Und mein Papa hat mich einfach auch nicht nur nach sich, sondern nach seinem Lieblingsgroßvater, der war französischer Abstammung, André, benannt mit Zweitnamen. Und ab da habe ich einfach gesagt, okay, jetzt beginnt ein neues Leben. Das war mein spiritueller neuer Weg für die zweite Lebenshälfte oder für die, sagen wir mal so, für die nächsten 1000 Jahre. André. Und deswegen ist das, nehme ich immer meinen Zweitnamen her, aber am Facebook-Profil steht eben André Namahim Meyer. Und das steht mal definitiv nicht im Pass. Und das ist natürlich, tja, so. Schauen wir, was rauskommt. Wir werden sehen. Es geht immer weiter, egal wie. Wir suchen uns unseren Weg schon. Gut. Übrigens ganz lustig, Ja. mein Großvater hat auch André geheißen. Echt jetzt? Ja, ja. Ja, echt? Hast du mir noch nie Der, erzählt? von dem ich das Thujar habe, der hat auch André geheißen. Gut. Hey! André Thujar. Was wir noch rausfinden, so Ja. plaudern vor der Kamera. Wusstest du das nicht, was ich jetzt gerade erzählt Nee, habe? das wusste ich nicht. Siehst du, jetzt habt ihr was erfahren, was meine Frau seit 20 Jahren von mir nicht gehört hat. Krass. Schön. Ach, wie wundervoll. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, was eure Gefühle waren, als ihr gelesen habt, dass Saint-Germain heute eine Botschaft uns überbringt. Ich fand das mega cool. So, oh, Saint-Germain. Saint-Germain hat immer so eine auf Amerikanisch würde man sagen, eine sparkling Energy, also so So eine. eine mystische Aura irgendwie. Ja, Also, genau, so etwas, ganz was Spezielles, was Geheimnisvolles, was Mystisches hat Saint-Germain an sich. Er ist ja auch wirklich schon sehr bekannt als Mystiker. Schon anfangs des 19. Jahrhunderts wird viel über Saint-Germain, diesen ganz alten, früheren esoterischen Zirkeln, wie sie, glaube ich, noch genannt wurden, war Saint-Germain ein ganz großer und wichtiger. In der Neuzeitenergie wurde das eher so ein bisschen von Cryon und dann natürlich für uns auch von Jesus abgelöst, so dieses. Aber Saint-Germain ist als ein alter Mystiker, natürlich als ein aufgestiegener Meister bekannt.
Und also auch ich habe mich sehr gefreut, dass Saint-Germain sich bei dir gemeldet hat. Ja, du hast dich sehr gefreut und ich bin heute dafür aufgeregt wie schon lange nicht mehr, Ja, weil ich Serge mal, ich glaube, öffentlich noch nie vielleicht noch gechannelt gar nie habe. gechannelt Ein, hast. zweimal in einer persönlichen Channeling-Sitzung vielleicht. Ähm, ja, gut, aber Also Saint-Germain. Und Serge was mal. ich einfach weiß, Saint-Germain nennt sich auch der Reisende und er ist wirklich ein Lichtwesen, was in allen Dimensionen Zugang hat und wirklich sehr viel reist und unterwegs ist und auch überall bekannt. Also so ein bekannter Hund ist er auch in allen, Ein bunter. ein bunter, bekannter Hund in allen Universen, in allen Ebenen. Das ist auch etwas, was Saint-Germain auszeichnet. Und ja, dann fand ich auch interessant, dass es um Freiheit geht. Und wenn wir hier, also jetzt noch in unserem Leben in der Dualität, wenn wir das Wort Freiheit hören, macht das mit jedem Menschen auch in verschiedenen Situationen sehr unterschiedliche Reaktionen oder Träume oder Wünsche oder Berührungen. Natürlich wünschen wir uns alle Freiheit, wir wünschen uns natürlich die große Freiheit, aber Freiheit kann eigentlich auf verschiedenen Ebenen gewünscht oder gefühlt werden oder angestrebt werden in unserem System. Natürlich einerseits die Freiheit in der mentalen Ebene, was mit unserem Denken zu tun hat, was so viel bestimmt natürlich. Und wenn wir alte Glaubenssätze oder alte Muster loslassen, also gerade auch im Thema der Verjüngung, ich nehme einfach gerade, was so ganz spontan kommt, dann ist auf dieser mentalen Ebene jeder alte Glaubenssatz, den wir loslassen können, bedeutet für uns Freiheit, also sich das auch bewusst zu machen. Auf der emotionalen Ebene, die ja auch sehr stark mit der Seelenebene verbunden ist, bedeutet Freiheit natürlich auch das Loslösen von alten emotionalen Lasten einerseits, aber auch auf Seelenebene zum Beispiel loslassen oder wenn Gelöbnisse befreit wird oder erlöst werden, dann bedeutet das ganz neue Freiheit. Vergebung, Durch Vergebung natürlich. wenn wir es gerade hatten, die letzten Mal. Ja, genau. Und auch auf körperlicher Ebene kann man Freiheit fühlen und empfinden. Also wenn man zum Beispiel seinen Fuß gebrochen hat und über mehrere Wochen an so ein Gips, oder das sind ja heutzutage so ganze Apparate, was man da am Fuß hat, die einem, wo man zwar so schrittweise auch gehen kann, aber wenn man einfach über Wochen irgendeine Einschränkung am Körper gefühlt hat, dann schlägt das auf so vieles, auf die ganze Statik des Körpers. Man nimmt Schonhaltungen ein, man ist eben beschränkt und kann jetzt nicht durch den Wald rennen oder in die Natur zum Spazieren gehen. Also das sind alles ja, große Einschränkungen. Und wenn man davon wieder befreit ist, also dann fühlt sich das wirklich als große Freiheit an. So und so haben wir auf diesen Ebenen, ja, sind das unsere Erlebnisse von Freiheit. Aber dann gibt es natürlich auch auf der spirituellen Ebene Freiheiten und ich glaube, wenn die geistige Welt zu uns spricht, wird sie wohl von diesen Freiheiten sprechen, nehme ich jetzt mal an. Und so habe ich versucht, eine kleine Brücke zu dir zu machen. Du wärst Dankeschön. jetzt dran. Ich bin jetzt dran. Ihr Lieben. Ja, ich habe für diesmal gar nicht viel dazu Genau, mit weiter Channel. zu sagen, außer Genau. vielleicht zu channeln. Wenn ihr mir das erlaubt, dann lasst uns doch einfach beginnen und mal schauen, was Saint-Germain mitbringt. Ist übrigens so auch ein bisschen Grund, warum ich
habe keine weiteren Informationen erhalten, außer Thema Freiheit. Und ja, dann, wie gesagt, kann ich auch nicht viel sagen. Vielleicht auch gut so. Also dann wünsche ich euch ein wunderschönes Schelling, dir auch. Ja, ja. Bist du bereit? Hope so. Seid ihr bereit? Meine lieben Freunde des Lichtes, ich bin Saint-Germain und ich begrüße euch. Lichtvolle Grüße, Omar Tassat, sende ich euch. Ich bin ein Wesen des Lichtes und ich bin im Universum sehr bekannt. Ebenso auf so vielen Planeten wie kaum ein anderes Lichtwesen. Für euch auf diesem Planeten trage ich den Namen Saint-Germain. Doch ich trage unendlich viele Namen. Es ist eine Besonderheit meines Lichtes. Ich trage die Fähigkeit der Allgegenwart in mir. Oftmals werde ich als der Zeitreisende bezeichnet. Doch letztendlich bin ich einfach der Reisende. Denn für mich ist Zeit nicht existent. Auf so vielen Planeten, auch auf dem euren, der im Übrigen einer der wunderschönsten Planeten des Universums ist, war ich unzählige Male zugegen, unter verschiedenen Namen. Doch wurde ich nicht geboren. Ich habe nicht, wie viele andere hohe Lichter und wie du, inkarniert, sondern ich habe mich als hoher Avatar auf dem Planeten manifestiert. Dies ist mir möglich. Es gibt für mich keine Grenzen. Ich wirke multidimensional in allen Universen. Ihr habt ein bestimmtes Wissen, auch euch von den vielen Botschaften der hohen Räte überbracht, über euer Universum und wie es in sich aufgebaut ist. Ihr tragt Informationen, wenn auch nur teilweise und bruchstückhaft, über die Existenz anderer Universen, die mit eurem Universum interagieren. Doch aus meiner Sicht betrachtet, gibt es unendlich viele Universen. Es gibt Multiversen in verschiedenen Zeiteinheiten. Wenn wir das Wort Zeit verwenden wollen. Doch dies ist etwas, was der menschliche Verstand nicht erfassen kann. Es gibt nur sehr wenige Wesen im Universum, die allgegenwärtig, überall in allen Universen
sich bewegen können. Ich, Saint-Germain, ich bin ein solches Wesen. Ich bin ein Botschafter. Ich bin ein Beobachter. Ich sammle viele Informationen und ich trage sie auch dem Hohen Rat der verschiedenen Universen zu. Und ich trage sie auch in die göttlichen Felder. Ich trage sie hin in die Quellenebenen. Als Saint-Germain benannt, als aufgestiegener Meister oft bezeichnet. Doch dies wird dem nicht gerecht, was ich bin. Ich war niemals in dem Sinne Mensch. Und ich bin auch niemals aufgestiegen. Ich bin gekommen und ich bin gegangen, wann ich es wollte. Einfach so. Raum und Zeit spielt für mich keine Rolle. Und ich besitze die Fähigkeit, mir einen Körper zu formen. Wenn ich es dir zeigen könnte, wie viele Formen ich schon getragen habe, auf so vielen unterschiedlichen Planeten. Doch vor allem bereise ich mit besonderem Interesse jene Planeten, die die Unterstützung brauchen, um wieder nach Hause zurückzukehren. Wie ihr wisst, seid ihr nicht die Einzigen. Und dort ist es mir erlaubt, in manchen Momenten in das Zeitgeschehen, das sich innerhalb des planetaren Feldes bewegt, einzugreifen. Das bedeutet, dass es mir möglich ist, Momente der Zukunft mit der Vergangenheit zu verknüpfen, um in einen bestimmten Jetzt-Moment zu tragen. So viele von euch fühlen sich mir sehr vertraut. Manche von euch tragen mich als Lichtpunkt in ihrer persönlichen Engelsgruppe. Und obwohl ich nicht so wie du, wie ihr, der goldenblauen Frequenz ausschließlich zugehörig bin, wirke ich doch auch in dieser Frequenz. Ich wirke in allen und für alle Frequenzen des Universums. Ich wirke für alle Universen, Multiversen und Welten jenseits der Vorstellungskraft des Menschlichen. So habe ich etwas über mich, Saint-Germain, dir erzählt. Und viele von euch haben mich auch, in welcher Form und unter welchem Namen auch immer, irgendwann in ihren Inkarnationszyklen kennengelernt, getroffen. Ich war oft Alchemist, Magier, Wissender und habe so auch Schüler unterrichtet. Es gibt
bei manchen von euch eine persönliche Bindung und bei vielen von euch eine überpersönliche Bindung zu mir. Die Menschen, sie tragen persönliche Vorstellungen von Freiheit. Und doch gibt es auch eine überpersönliche Freiheit, von der ich zu euch sprechen möchte. So wie wir jetzt in diesem Augenblick die Energien erkennen, wird es möglich sein, dass Saint-Germain heute bei euch in eurem Kollektiv, das so lichtvoll ist und voller Hingabe, Energien des Reisens in Verbindung mit der Merkaba zu euch tragen kann. So wurden im Vorfeld darüber keine Informationen gegeben. Denn es ist immer der Jetzt-Moment, in dem sich alles entscheidet. Wir sehen, wie das Kollektiv, ihr, die Gemeinschaft, im Jetzt-Moment euch in eurem Licht ausdehnt, wie offen ihr, wie hoch eure Bereitschaft, wie groß die gebündelte Absicht sich zeigt. Und sie zeigt sich wunderbar. Die Freiheit ist ein großes Thema in vielen Zeitepochen auf eurem Planeten war sie das zentrale Thema. Und auch jetzt in dieser Zeit werdet ihr in die Freiheit geführt. Der Planet, die Menschen, in eine Art Freiheit, dass jeder für sich, so wie er und sie es individuell empfinden, Freiheit fühlen kann. Freiheit von inneren und äußeren Zwängen, um es auf den Punkt zu bringen. Ich, Saint-Germain, ich überwinde mit einem Atemzug jede Art von Raum, jede Art von Zeitenergien, jede Art der Dimensionsfalten. Ich reise durch Wurmlöcher, umgeben von dem Gematria-Körper. Für mich gibt es keine Grenzen. Für euch, die ihr euch entschieden habt, dienend lichtvoll zu wirken, als Menschen inkarniert, in Wahrheit hohe Engelslichter, euch dieser Enge auszusetzen, der Dualität, der Eingrenzung durch die Zeit, dieser großen Illusion der Zeit. Für euch ist es zunächst einmal wichtig, euch von diesen Begrenzungen zu befreien. Doch wenn die neue Welt sich öffnet und nach immer mehr Menschen diese Freiheit, die eigene Freiheit erlangen, die die Seele atmen und aufblühen lässt, dann ist der nächste Schritt zu erkennen,
dass du reines Licht bist, dass es eine Möglichkeit gibt, die du in dir trägst, die du um dich trägst, die dich ausmacht. Wir nennen es oft die Lichtstruktur oder auch die Merkaba. Es ist nicht leicht zu beschreiben, denn die Merkaba ist sehr komplex und es braucht sehr vieles, um mit ihr, mit allem, was du bist, reisen zu können. Dennoch werden viele von euch schon geschult. Doch wie gesagt, so wie es für mich selbstverständlich ist, ein Atemzug, wird es auch irgendwann für dich selbstverständlich sein. Du wirst ebenso wenig darüber nachdenken, deine Merkaba zum Reisen zu benutzen, als wenn du dich heute in ein Fahrzeug setzt, den Schlüssel drehst und losfährst. Im Eigentlichen ist es das Einfachste. Und doch aus eurer Sicht so schwierig. Glaubt mir, meine lieben Freunde, dort beginnt die wahre Freiheit. Es ist dein Urrecht, dass du als Licht erschaffen wurdest und diese Art der übergeordneten Freiheit leben darfst. Und so wird es sein. Ihr entwickelt euch Schritt für Schritt immer weiter, dehnt euch immer weiter aus. All das, und ich habe so viele Planeten beobachtet, ist in der Dualität notwendig. Das ist der große lichtvolle Dienst, den ihr tut. Und vertraut den Worten von Saint-Germain. Ihr werdet dafür belohnt werden. Ihr werdet die Freiheit erleben. Zunächst die innere und die äußere Freiheit im Menschlichen, auch im Spirituellen. Doch noch jenseits, übergeordnet, diese Freiheit, sich frei zu bewegen, durch Raum und Zeit, werdet ihr erfahren. Es ist möglich, es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass du nicht wie Saint-Germain die Aufgabe trägst, alles, was ist, zu bereisen. Doch du wirst Räume erkunden der Wirklichkeit, Dimensionen des Lichtes, die bei weitem deine Vorstellung übertreffen. Und dort beginnt die wahre Freiheit. Ich überbringe euch heute diese Energie der Freiheit. Der Hohe Rat hat mich gerufen und es wurde beschlossen, dass wenn es sich so zeigt in eurem Gruppenfeld, wir euch gemeinsam
verbunden, eine ganz besondere Energie der Aktivierung der Merkaba senden. Ich, Sajama, ich spreche es ganz klar und offen aus. Es gibt verschiedene Entwicklungsstadien, in denen ihr euch befindet, in eurer Lichtausdehnung. Manche sind schon sehr weit ausgedehnt, manche noch etwas weniger. Und doch werden wir diese Rotationsenergie so anpassen, dass für jeden Einzelnen es richtig und gut ist und dich erahnen lassen, was es bedeuten kann, ganz frei zu sein. Wir möchten damit beginnen, und dies geschieht ganz einfach, indem du dein Einverständnis gibst, dich auf allen Ebenen zu erden. Kennst du deinen Ursprungsnamen, dann sprich ihn für dich, denn er aktiviert so vieles in dir. Ansonsten wende dich an deinen Ursprung. Sende dort deine Liebe und dein Einverständnis hin. Und es hat sich bewährt. Und wir werden diesen Raum auch dieses Mal wieder aufsuchen. Eure innere Seelenlandschaft, dieses energetische Feld, das jeder von euch und jede in sich trägt. Ich, Sajama, ich werde euch dort hineinführen. Bevor wir beginnen, möchte ich euch sagen, ihr seid eine Gruppe, die ausgerichtet ist auf das Dienen, für das Ganze, für den Planeten. Dieses Mal ist das, was geschieht, nur für euch. Denn es ist nicht möglich, diese Energie in das Kollektiv zu übertragen. Es braucht eine jede Energie die Möglichkeit der Anbindung. Und diese Anbindung ist bei euch in diesem Augenblick gegeben. Doch werdet ihr viele weitere Möglichkeiten haben, wieder dienend zu wirken. Denn schon, und so ist es geplant, beim nächsten Zusammentreffen wird der hohe Engel Michael zu euch sprechen und euch die Energie der Freiheit übermitteln und übertragen, die euch ganz persönlich immer freier macht. Doch haben wir entschieden, die übergeordnete Energie als höhere Anbindungsenergie nun in euch zu entfachen. Wir erden euch tief auf allen Ebenen. Denn wenn die Merkaba, deine Merkaba, in eine erhöhte Bewegung gerät, ist eine sehr gute Erdung auf allen Ebenen notwendig. Egal wie weit
du dich schon entwickelt und ausgedehnt hast. Wir passen die Ströme an deinen Entwicklungsstand an. Und so gilt diese Aussage für alle. Es wäre möglich, dass wenn du bereit bist, dich fallen zu lassen, Mut und Achtsamkeit der Energie gegenüber trägst, dass du etwas erlebst, was an Tiefe und an Staunen dich beeindrucken wird. Denn wenn das Merkaba-Feld seine Zirkulation erhöht, geraten die Dinge in Bewegung. Habe dann keine Angst. Lasse es einfach geschehen. Du bist zu jeder Zeit beschützt. Dein Schutzengel ist immer bei dir. Ich, Saint-Germain, ich bin hier. Ich beobachte, begleite das gemeinsame Feld und jeden einzelnen von euch. So wenn du bereit bist, dann folge nun mir, Saint-Germain. Begebe dich in die Tiefe deiner selbst. Spüre das göttliche Feuer, das dort brennt. Und stelle dich mit allem, was du bist, in diese Flamme hinein. Atme 7 Atemzüge, ruhig und tief. Sieben Atemzüge für 7 Aspekte deiner Merkaba, die sich zumindest vorübergehend verbinden können. Nun, du und dein goldener Engel, ich, Saint-Germain, du begleitet von deinem Schutzengel, bewegst dich in dein inneres Feld, die Seelenlandschaft. Frage dich an dieser Stelle nicht, was es ist und wo es ist. Es ist in dir. Eine Energielinie. Und wenn du deinem goldenen Engel dies verheißt, wird er es für dich tun, dich dorthin tragen. Dieses Feld strahlt eine Weite aus, eine Tiefe, eine ganz besondere Art der Mystik. Versuche, diese Mystik zu fühlen. Was befindet sich jenseits der Schleier, der vielen Dimensionen? Was befindet sich tief in dir? Was ist das Geheimnis des Lebens?
Was ist Alchemie? Warum bist du? Ein Alchemist, ein freies Licht, ein Wandler. Was bist du? Ich, Saint-Germain, ich frage dich, was bist du? Während du in dir bist, beginnen wir, diese besonderen Ströme der Merkaba-Energien auf dich zu übertragen. Und du atmest ganz ruhig in dich hinein. Tue das einige Male. Bis eine Rotation, eine Zirkulation der Energie entsteht. Wir leiten jetzt in deine Merkaba, so wie es für dich richtig ist und gut, diese Energien ein. Nun nimm 3 tiefe Atemzüge. Atme sie voller Kraft und voller Inbrunst. Mit einer tiefen Absicht. Und erlaube der Energie, sich zu drehen. Öffne dein inneres Auge. Öffne dein inneres Fühlen. Öffne deine Intuition. Was siehst du? Was spürst du? Was erlebst du? Die Energien sind immer nur so intensiv, wie du es erlaubst. Vielleicht hast du den Mut,
uns zu übermitteln, die Energie für dich noch etwas zu steigern. Wir haben alles im Blick. Lasse den Verstand ganz beiseite. Der Verstand wird niemals reisen. Wir dämmen nun das Feld langsam wieder ein, denn wir können sehen und beobachten, dass viele von euch sich öffnen konnten. In diesem Augenblick. Doch wisse, es gibt viele Augenblicke und du hast in jedem dieser Augenblicke die Möglichkeit, dich erneut zu öffnen. Du hast die Möglichkeit, diese Anleitung wiederholt zu durchlaufen, um die Zirkulation deiner Merkaba weiter zu steigern. Wir können sehen, dass einige von euch teilweise mit mehr als 12 Aspekten eine tiefe mystische Erfahrung, eine Reise vollzogen haben. Wir können im Jetzt-Moment sehen, dass viele von euch 7 Aspekte vereinen konnten und ein tiefes Erlebnis hatten. Wir können auch sehen, dass sich in dem Augenblick, als sich 7 Aspekte vereint hatten, und die Zirkulation begann, einige von euch den Atem angehalten haben. Und die Zirkulation gestoppt hat. Wenn dort nur ein Gedanke der Angst, des Widerstandes ist, stoppt die Zirkulation der Merkaba sofort. Doch sei nicht betrübt, wenn dies bei dir so war. Vielleicht war es für dich die erste Erfahrung dieser Art. Und es ist, wie es immer ist. Übung macht den Meister. Diese Worte sind wahr. Übung macht den Meister. Ich sage mal, ich weiß, dass für jede Seele, für jedes Seelenlicht, das ihr seid, diese Art der Freiheit vorgesehen ist. Und für die allermeisten, die sich hier befinden, sogar in Verbindung mit dem physischen Körper, geht hinein in diese neue Zeit, geht hinein ohne Furcht. Lasst die Energien sich bewegen. Sie bewegen sich für euch. Gebt euch hin und habt den Mut.
Ihr werdet frei sein, auf allen Ebenen. Wir haben die Energieströme zurückgenommen. Doch in deiner Mehrkaba zirkulieren sie noch und es ist möglich, dass du heute Nacht etwas Besonderes erlebst. So wenn du dich heute schlafen legst, wenn du möchtest, rufe mich Sajama an. Und ich nehme dich mit auf eine Reise. Ich weiß, dass viele dies tun werden und daraus ein ganz besonderes Gefühl entwickeln werden für das, was euch so oft gesagt wird. Ihr seid mehr als nur Menschen. Dies ist der Sinn dieser Übung. Und ihr habt es wunderbar vollzogen. Nun tretet aus eurer inneren Seelenlandschaft heraus. Jeder für sich, und doch seid ihr vereint. Eine Gemeinschaft der Liebe. Denn ansonsten wäre ich, Sajama, nicht für euch gerufen worden. Denn dies ist höchstes Licht und höchste Energie. Ich sage euch, freut euch, wenn Engel Michael zu euch kommt. Er wird vieles, was jetzt vielleicht in manchen von euch entstanden ist, bei dieser Übung, an Selbstzweifel, an Widerstand, mit euch erlösen und euch davon befreien. Und so baut das eine auf das andere auf. Nichts geschieht einfach so. Wir sind immer bei euch. Wir sind das Gleiche wie ihr. Doch wir fühlen, wir leben die Freiheit. Und wir geben alles dafür, dass auch du diese Freiheit wieder leben kannst. Denn du bist so mutig. Du bist hier und du gibst alles, um in dein Erwachen zu gehen und um den Planeten nach Hause zu bringen. Voller Liebe, voller Licht, voller Bewunderung für euch bin ich, Sajama. Sage euch Gott zum Gruße, jenseits von Zeit und Raum, bin ich allgegenwärtig. Rufe mich, wann immer du mich brauchst. An Anasha. Ach, ihr Lieben, ihr wundervollen, rotierenden Lichter, ich hoffe, ihr seid schon wieder da. Ansonsten atme wirklich auch noch ganz gut in deinen physischen Körper hinein und es hilft manchmal auch so gut
Füße, Zehen, Hände zu bewegen, um so richtig die Energie in den Körper hineinzuholen. Ja, da ging es ganz schön ab mit Saint-Germain. Also ich habe ja früher noch öfter so ein bisschen, ich begleite das Ganze ja immer energetisch und vor allem auch magnetisch energetisch und habe schon lange nichts mehr so darüber erzählt, aber heute möchte ich das kurz tun, weil war sehr interessant, schon sehr zu Beginn des Channelings bin ja auch in dieser Verbindung, wurde ich aufgefordert, also unsere ganze Gruppenmerkaba, also unser Gruppenfeld, gut zu erden, und zwar mit Nabia zu erden in das nionische Gitternetz unseres Planeten und dann auch jeden einzelnen von euch zu erden. Also schon sehr zu Beginn, weit bevor Saint-Germain über dein persönliches Erden oder über die Erdung gesprochen hat. Und das habe ich wirklich eigentlich ja, die ganze Zeit so nebendran getan, also uns alle und dieses Feld gut zu erden. Das war Also du bist sehr. mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben. Ich war Ich auch. da, genau, wir haben gearbeitet und ihr konntet Ja, euch gehen lassen. ich habe schon Aber, auch gearbeitet, so ist es nicht. Andere Art von Arbeit. ja, ja, Merkaba ist Arbeit. Aber ja, ja, ist so. sehr interessant. Ja. Ja, und einfach so abschließend möchte ich auch noch mal ein paar Worte sagen. Ich habe heute nämlich auch als, ja, so als Einstimmung das Channeling von Cryon von letztem Monat mir auch noch mal angehört und natürlich auch energetisch. Und mir ist dabei eine Ausdrucksweise von Cryon hat mir so das Herz geöffnet. Er hat gesprochen von lichtvollen Unternehmungen, so im Gesamtzusammenhang. Und das möchte ich jetzt auch nochmals verwenden und euch einfach ja, so ein bisschen hinweisen auf einige lichtvolle Unternehmungen, die einfach gerade auch noch so anstehen, und wollte euch erzählen, dass wir für die lichtvolle Unternehmung nach Armenien, die dann Ende Mai stattfinden wird, also schon eine ganz schöne Gruppe zusammengekommen ist, dass wir auch die Mindestteilnehmerzahl auf jeden Fall erreicht haben und dass da sehr viel Vorfreude, sehr viel Freude und Licht in diesem Gruppenfeld auch schon ist. Und es gibt noch einige freie Plätze für diese lichtvolle Unternehmung. Also wenn euch Armenien noch irgendwo ein bisschen zirkuliert auch, dann meldet euch sehr, sehr gerne. Es hat noch freie Plätze. Genauso wie im März für das Priesterinnen-Seminartreffen, das Ritualtreffen. Also es ist mir gerade genauso bewusst geworden, dass es eigentlich an dem Wochenende genau um all diese Energieerhöhungen gehen wird, die wir dann aus der weißen Priesterschaft heraus also über 2 Tage begehen werden. Das wird sehr, sehr kraftvoll und ja, also wird auch so alles sehr, sehr erhöhen. Also da gibt es auch noch Plätze. Und auch für den spannenden Meridianarchitekt, der auch Mitte März dann beginnt, also es steht so einiges an, gibt es noch freie Plätze für wundervolle, lichtvolle Unternehmungen. Was es alles gibt. Ja, Und vielleicht wirklich zum Abschluss nochmal, das ist jetzt ein bisschen übergeordnet, vergesst nicht, wer es will, die Sache, wo wir vorher erzählt haben, wer informiert werden möchte, tragt euch in den Lichtboten ein. Macht Sinn. genau. Okay? Wir freuen uns schon auf nächsten Monat und habt eine ganz tolle Zeit, und natürlich diese Übung dürft ihr auch weiterhin machen. Ja, die könnt ihr wiederholen. Ja,
Wir sind heute gar nicht aufgestanden, Doch, das um uns, machen, das machen machen wir wir noch. jetzt noch, Geht schon, ne? geerdet aufzustehen. Also ich habe hier 3 Blümchen abgezupft. Oh, Das erste, das kriegst du von mir. Ananasche. Und das ist für euch. Und eins ist für mich. Sehr schön, Ihr Lieben. sehr schöne Gäste. Dann ein wunderschönes Monat. Macht es gut. Lasst euch nicht zu sehr ins Boxhorn jagen von der Dualität. Die macht es einem gerade nicht einfach im Moment. Aber wir gehen da schon durch. Gönnt euch lichtvolle Unternehmungen. Alles Liebe. Ciao, bis zum nächsten Auf Mal. bald. Ananascha.